Das Display des Smartphones erlischt. Die Dunkelheit im Raum kehrt zurück, aber im Kopf brennt das Licht weiter. Es ist 3 Uhr morgens. Die Decke starrt zurück. Rational gibt es kein Problem, keine akute Gefahr. Und trotzdem schlägt das Herz bis zum Hals, während die Gedanken mit Lichtgeschwindigkeit im Kreis rasen. Ein endloser, unsichtbarer Marathon im Sitzen. Hier beginnt die eigentliche Falle. Viele Menschen glauben, dieses ständige Grübeln sei eine nervige Angewohnheit, ein Charakterzug von Perfektionisten. Das ist ein Irrtum. Es ist die algorithmische Überlastung eines Gehirns, das versucht, eine unkontrollierbare Realität zu beherrschen. Overthinking ist kein Zeichen von Intelligenz. Es ist das Immunsystem der Seele, das Amok läuft. Das klingt harmlos. Ist es nicht. Du feierst einen beruflichen Erfolg, alle stoßen auf dich an und du hältst das Glas in der Hand, während dein Blick auf deiner Uhr einfriert. Du fixierst den Sekundenzeiger und rechnest im Geist synchron aus, wie viele Stunden Schlaf dir noch bleiben, bis der Druck von vorn beginnt, während die Glückwünsche um dich herum zu einem fernen, dumpfen Rauschen werden. Du bist physisch anwesend, aber mental gefangen in einer Endlosschleife über ein Gespräch, das vor 3 Tagen stattgefunden hat. Warum hat er so geschaut? Das Gehirn scannt die Vergangenheit wie ein Tatortreiniger, auf der Suche nach Fehlern. Ein permanenter Zustand von Alarmbereitschaft, und genau das zerstört Menschen. Die Psychologie dahinter ist paradox. Das Gehirn nutzt das Nachdenken als Droge. Es gaukelt uns Produktivität vor, während wir uns nur im Kreis drehen. Jedes „Was wäre wenn“ schüttet eine Dosis falscher Sicherheit aus. In Realität ist es emotionale Selbstverstümmelung. Doch die Ursache liegt tiefer. Der Schlüssel, um diese Kette zu sprengen, ist die Trennung von Wahrnehmung und Bewertung. Ein Gedanke ist kein Befehl. Wenn der Kopf das nächste Mal rast, hilft kein „Hör auf nachzudenken“. Die erste echte Lösung ist die mentale Inventur. Benenne den Zustand „Mein Kopf kreiert gerade ein Worst-Case-Szenario“. Damit holst du das Gehirn aus dem automatischen Überlebensmodus zurück in den logischen Kortex. Du nimmst dem Sturm den Wind aus den Segeln und plötzlich ergibt alles Sinn. Wer als Kind gelernt hat, dass Harmonie zerbrechlich ist, entwickelt als Erwachsener ein hochempfindliches Radarsystem. Man scannt Gesichter, analysiert jede Textnachricht. Ein einzelner Punkt am Satzende kann eine Kernschmelze auslösen. Der Körper reagiert mit Stress, obwohl rational überhaupt nichts passiert ist. Hier wird es brutal. Diese Analyse ist der verzweifelte Versuch, Schmerz vorherzusehen. Wenn ich alle Szenarien durchspiele, kann mich nichts verletzen, so die Illusion. Das Gegenteil ist der Fall. Man erlebt das Trauma 1000-mal im Kopf, bevor es in der Realität überhaupt passiert. Man leidet massiv im Voraus. Doch fast niemand erkennt das. Die meisten halten das für Empathie oder strategische Klugheit. Ein Trugschluss. Nicht jede Erschöpfung kommt von harter Arbeit. Manche kommt vom permanenten inneren Überleben. Das System läuft heiß. Die Batterie entlädt sich im Standby-Modus. Du tust den ganzen Tag nichts und bist abends körperlich am Ende. Und das verändert alles. Um diesen Akku zu retten, braucht es das Gesetz der physikalischen Verankerung. Wenn der Kopf abhebt, musst du den Körper aktivieren. Ein eiskalter Schock auf den Unterarmen oder 5 Minuten fokussiertes Atmen. Ausatmen doppelt so lange wie einatmen. Das ist der biologische Notausschalter. Du zwingst das Nervensystem per Biochemie sofort in den Ruhezustand, aber das erklärt nur die Oberfläche. Woher kommt dieser unbändige Drang nach absoluter Gewissheit? Wir suchen verzweifelt nach der Garantie, keinen Fehler zu machen. Eine Garantie, die es nicht gibt. Das Handy leuchtet kurz auf. Eine Mail vom Chef. Können wir morgen sprechen? Mehr nicht. Für den Overthinker der Beginn des Weltuntergangs. Bis zum Morgen ist die Kündigung mental bereits unterschrieben. Doch genau an diesem Punkt kippt alles. Deine Hormone unterscheiden nicht zwischen realer Bedrohung und lebhafter Vorstellung. Für den Körper ist die erfundene Katastrophe absolut real. Der Magen zieht sich zusammen, das Cortisol schießt durch die Decke. Du vergiftest dich selbst mit Geschichten, die du dir selbst erzählst.
Wenige Menschen erkennen, was hier wirklich passiert. Die Befreiung erfordert ein Werkzeug, Gedankendumping. Wenn die Schleife beginnt, nimm echten Stift und Papier. Schreib jede paranoide Angst ungefiltert auf. Sobald es auf dem Papier steht, verliert das Chaos seine unendliche Dimension. Es wird messbar, begrenzbar. Die Monster wirken plötzlich winzig, wenn sie schwarz auf weiß vor dir liegen. Und genau das macht es so gefährlich, wenn man es nicht tut. Manche Menschen funktionieren nur trotz des inneren Chaos. Nach außen hin strukturiert und verlässlich, aber im Hintergrund brennt die Fabrik. Sie prüfen jedes Detail dreifach aus Angst vor Ablehnung. Ein hoher Preis für ein bisschen Anerkennung. Die Angst, nicht genug zu sein, treibt den Motor an. Man optimiert sich zu Tode, liest das 5. Buch über Selbstverbesserung, anstatt einfach mal unperfekt zu sein. Und jetzt passiert etwas Absurdes. Genau die Menschen, die intellektuell am schnellsten Probleme lösen, scheitern an einfachen Emotionen, weil Gefühle sich nicht mit Logik reparieren lassen. Man versucht, ein Gefühl wegzudenken, als würde man ein Feuer mit Benzin löschen. Ein Gefühl will nicht verstanden, es will gefühlt werden. Doch damit beginnt etwas viel Größeres. Der Ausweg ist die radikale Akzeptanz der Ungewissheit. Das Gehirn muss lernen, das Unbehagen des Nichtwissens auszuhalten. Wenn du den Drang verspürst, eine Nachricht 3-mal zu checken, halte inne. Geh bewusst ins Risiko. Sag dir, vielleicht war das falsch. Na und? Vertrauen in die eigene Resilienz schlägt das Bedürfnis nach Kontrolle. Aber das ist immer noch nicht das Fundament der Wahrheit. Overthinking trennt dich komplett von deiner Intuition. Wer nur im Kopf analysiert, hört die leise Stimme des Bauches nicht mehr. Man trifft Entscheidungen rein rational und fühlt sich danach trotzdem sterbenselend, weil das Herz längst wusste, was richtig war, während der Verstand noch Argumente sammelte. Die ständige Anspannung im Nacken und der unruhige Schlaf sind die Warnsignale, die wir einfach übertönen. Und was dann passiert, verändert die gesamte Dynamik. Die ultimative Heilung liegt in der Umlenkung der Energie. Ein überaktives Gehirn ist eine gewaltige kreative Kraft ohne Kanal. Wenn diese Energie keine Richtung bekommt, frisst sie sich selbst auf. Die wirksamste Lösung: Fokus auf Kreation statt Analyse. Gib dem Kopf ein komplexes, produktives Projekt, das ihn voll fordert. Zwinge die neuronale Kapazität nach vorne, statt in der Vergangenheit zu graben. Denn viele starke Menschen sind in Wahrheit nur Menschen, die nie gelernt haben, sich sicher zu fühlen. Sie glauben, sie werden nur geliebt, wenn sie fehlerfrei liefern. Eine schwere Rüstung aus Gedanken. Sie schützt vor Verletzungen, aber sie sperrt auch die Lebendigkeit aus. Dieses ständige Analysieren erzeugt eine unsichtbare Mauer. Man wird zum bloßen Beobachter des eigenen Lebens, zum Zuschauer im eigenen Film. Das klingt deprimierend. Muss es aber nicht sein. Sobald du verstehst, dass deine Gedanken nicht die Realität abbilden, sondern nur ein verzerrter Filter sind, verlierst du die Angst. Sie sind wie Wolken am Himmel. Sie ziehen vorbei, wenn man aufhört, sie festzuhalten. Und genau an diesem Punkt öffnet sich eine völlig neue Dimension. Oft ist das ständige Nachdenken gar nicht das Problem. Es ist das Ablenkungsmanöver deines Verstandes, um dich vor etwas zu schützen, das dein Gehirn noch viel mehr fürchtet. Die unbändige Energie von ungenutztem Potenzial. Manche Köpfe explodieren nicht, weil sie zu wenig Kapazität haben, sondern zu viel. Sie stecken im Schlamm fest, während sie gleichzeitig 1000 Ideen tragen. Genau darum geht es im verlinkten Video. Was passiert, wenn die eigentliche Blockade nicht die Unfähigkeit ist, sich zu entscheiden, sondern die schiere Masse an innerem Antrieb?